Verantwortung, Ausdauer, tun. Ja, mein Vater war ja ein begnadeter Konstrukteur, kann man sagen. Ja, und er hat viele Ideen gehabt, konnte aber in seiner damaligen Firma die irgendwie nicht so zur Umsetzung bringen. Und er hat gesagt, ich kann das besser machen, ich mache mich einfach selbstständig. Und das war ein mutiger Schritt damals. Und daran hat er geglaubt und das war so seine erste Idee. Das, was Papa angefangen hat in der Hahnstraße, Kellerbühne, große Leistung war das. Eine ganz große Leistung. Mein Vater hat immer die Werte geprägt, dass er einen technisch hohen Anspruch hatte. Ich glaube, ihm war es aber auch als Mensch wichtig, dass die Mitarbeiter und seine Mitarbeiterinnen entsprechend im Vordergrund standen auch, weil er wusste auch damals schon, dass er nicht alles selber machen kann. Er war immer mutig, er war immer Optimist. Und ich glaube, er war geprägt auch von der Offenheit und Ehrlichkeit. Er blieb auch immer ruhig und kontinuierlich, möchte ich sagen. Das war auch wirklich ein wichtiger Wert, über den er auch oft geredet hat. Wir sind ja mehr oder weniger im Unternehmen groß geworden. Wir haben ja hier sogar vor Ort gewohnt, bis ich glaube so um die 12, 13 Jahre alt war. Darüber wurde geredet beim Mittagessen, beim Abendessen und so sind wir da ja einigermaßen automatisch dazugekommen. Es war eigentlich nie so wirklich hinterfragt, wollt ihr das überhaupt? Und so war diese Nachfolgeregelung sehr flüssig, würde ich mal sagen. Es hat sich, glaube ich, alles verändert. Das Produkt hat sich verändert, die Menschen haben sich verändert, die Vertriebswege haben sich verändert. Vielleicht was gleich geblieben ist, er konnte kein Wort Englisch, aber er hat in die ganze Welt exportiert. Also das war schon erstaunlich. Ein paar Konstante sind geblieben. Dieser Anspruch an die Menschlichkeit, dieser Anspruch an Technik. Gleich geblieben ist natürlich auch schon so ein Stück weit der Mut, denn als Wert zu behalten, Kontinuität als Wert zu behalten. Dieser Anspruch an das zu verstehen, was der Kunde auch benötigt. Ich glaube, das sind Dinge, die sind auch geblieben, wobei sich natürlich von der Vorgehensweise, Herangehensweise, von der Technologie natürlich wahnsinnig viel verändert hat. Ja, die Menschen bei Kübler macht aus, dass sie letzten Endes Kübler darstellen. Ja, ohne Menschen gäbe es keinen Kübler. Gerade in einem Familienunternehmen oder gerade bei Kübler ist natürlich ganz entscheidend, wie die Mitarbeiter sich für den Kunde eingesetzt haben, für die Leistung des Unternehmens. Und da gab es schon herausragende Menschen bei uns dabei, die uns zu dem gebracht haben, was wir heute sind. Und das Gleiche gilt heute auch. Deswegen ist uns auch wichtig, dass wir natürlich diese Werte, die wir definiert haben, auch leben. Als Familienunternehmen natürlich auch hochhalten, nicht nur auf Papier bringen. Ja, ich merke es jetzt gerade wieder bei Innovationsthemen, wo wir beim Kunde sitzen und der Kunde ist einfach begeistert über die Menschen bei Kübler. Technologie, Innovation sind die Grundpfeiler, sind die Grundlage für ein erfolgreiches Wirken in der Vergangenheit, aber noch sehr viel wichtiger auch in der Zukunft, weil wir uns dadurch natürlich differenzieren können. Wir sind über die Jahre hinweg, jetzt gerade in, möchte man sagen, letzten 5 bis 7 Jahren wesentlich technologischer geworden. Nicht nur, dass wir einen sogenannten Innovationsmarathon gestartet haben, will also heißen, uns um viele Neuheiten gekümmert haben, aber auch jetzt gerade in der jüngsten Zeit technologischer im Sinne, hey, wir verstehen die Anwendung des Kunden. Wenn ich da eben an bestimmten Stellen das besser verstehe und eine bessere Lösung bieten kann, dann habe ich einen Vorteil. Ja. Und damit lernen wir auch mit dem ein Stück weit seine Zukunft, seine technologische Zukunft einfach mitzugestalten. Unsere Entwickler, die reden auch mit den Entwicklern des Kunden. Das ist auch ein Unterschied, wo wir uns, glaube ich, ein Stück weit unterscheiden. Das wird auch vom Kunden geschätzt.
gibt da einige Meilensteine. Ich erinnere mich an den flachsten Multiturn-Drehgeber, wo wir so eine neue Multiturn-Technologie eingebaut haben, die damals sehr, sehr viele Vorteile geboten hat. Also aktuell, dieses Jahr, wir bringen ganz, ganz viele Neuheiten auf den Markt, teilweise für unsere Marktsegmente, die wir uns auch ganz bewusst ausgewählt haben. Über 30 Neuheiten, das gab es bei Kübler so noch nie in meiner Erinnerung und das ist schon eine gewaltige Sache. Für Kübler wünsche ich mir natürlich, dass wir unsere Vision und Mission und das, was wir in unserem Unternehmensleitbild auch vor 2 Jahren definiert haben, erfolgreich mit gutem Spirit erreichen. Ja. Was sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die wir brauchen, was wir uns wünschen? Natürlich wünscht sich jeder Unternehmer Erfolg und jeder Unternehmer sagt, Erfolg ist, wenn ich Kunden glücklich mache, wenn ich aber auch einen Ertrag erwirtschafte, mit dem ich überleben kann und wieder Geld genügend habe, um zu investieren. Wir müssen die Leute abholen, ja, die müssen auch dahinter stehen und Spaß dran haben jeden Tag. Gleichzeitig soll es uns auch Freude machen, das wünsche ich mir auch. Ja. Es soll Spaß machen, es soll irgendwie schön sein, mit den Kunden zusammenzuarbeiten. Für die ganz nächsten Jahre natürlich wünschen wir uns, dass die 3. Generation auch hier Interesse zeigt, dass sie können, dass sie dürfen, dass sie wollen. KI, Automatisierung im Haus, Effizienz erhöhen, Verschwendung reduzieren, so das sind die operativen Dinge. Wir werden auch in der Zukunft wichtigen Bereich von Komponenten sein, aber genauso wichtig wird auch diese Schiene sein, dass wir uns Systeme und Lösungen gucken. Dazu einfach die Notwendigkeit, sich noch tiefer mit der Applikation beim Kunden auseinanderzusetzen, zu verstehen, wo die echten Probleme liegen und dort Lösungen zu bauen. Was wollen wir den Kunden mitgeben? Ja, also zunächst mal den Kunden wollen wir natürlich mitgeben, dass wir Danke sagen für diese Treue. Ich glaube, wir haben keinen Kunde, der 65 Jahre bei uns ist, aber wir haben viele langjährige Kunden. Ja, den Kunden und den Partnern, da schließe ich auch natürlich wichtige Lieferanten mit ein, auch Partnerschaften, die da entstanden sind über Jahre, aber auch Dienstleister. Und natürlich auch unseren Mitarbeitern und den Mitarbeiterinnen ein großes Dankeschön sagen. Also ich glaube, zu unserem Jubiläum wird viel gesagt, aber im Wesentlichen geht es auch darum, dass wir stolz sind und dass wir dafür ein Danke sagen. Sonst hätte man nie alleine geschafft. Wir haben so einen Werbeslogan, der heißt Easy to work with. Das ist natürlich richtig, ja, das ist etwas, was wir wollen, dass ein Kunde sich aufgehoben fühlt, die Zukunft zu gestalten, aber auch im operativen Geschäft es leicht ist, mit uns zu arbeiten. Kübler ist Ihr verlässlicher Technologiepartner, der mit Ihnen auch mutige Schritte geht, um neue Dinge auszuprobieren und das schnell und flexibel.